Seile sind Geflechte und nicht, wie es die meisten Leute meinen, Gewebe oder Gestricke. Nee, es sind geflochtene Konstruktionen und es sind hochtechnologisierte Produkte, die komplex sind, Normen unterliegen und tagtäglich Leben halten und somit auch Leben retten. Wenn man sich vorstellt, dass an einem Bergseil 27.000 Einzelfibrillen enthalten sind, dann ist es total interessant zu sehen, dass der Aufwand eigentlich brutal ist, um ein gutes Bergseil herzustellen. Um das perfekte Bergseil herstellen zu können, müssen wir in der Garnvorbereitung die Rohstoffe speziell für die Dynamik des Bergseils hertrimmen. Beim Schrumpfen werden die Fasern, egal ob Mantel oder Kern, durch ein spezielles Verfahren so konditioniert, dass sie sich um 30% verkürzen. Man kann sich vorstellen, als wenn man einen Wollpulli zu warm wäscht. Und dadurch bekommt die Faser eine dynamische Performance, dass sie auch später im Seil auch dynamisch agieren können. Um die Mantelgarne nun vorzubereiten, dass man sie überhaupt flechten können, werden die in einem relativ komplexen Prozess auf Klöppelspulen gespult. Und das macht nachher dann auf der Flechtmaschine uns das Leben leichter, ein gutes Seil zu flechten. Das Flechten kann man sich bildlich eigentlich wie so einen tanzenden Maibaum vorstellen, wo die einen rechts, die anderen links rumlaufen und der Baum eigentlich in der Mitte, der spielt symbolisch den Kern wieder. Genau das gleiche passiert eigentlich auf der Flechtmaschine. Die Mantelgarne laufen links und rechts rum und in der Mitte sitzt der Kern, der bei diesem Prozess umschlungen wird und durch die Fadenspannung der Mantelgarne ein kompaktes Gebilde gibt, das trotzdem eine hohe Flexibilität hat und eine enorme Festigkeit aufweist. Flechten für Edelried heißt Kunsthandwerk, bei dem wir Maschinen nach dem Einkauf umbauen und auf die Bedürfnisse unserer Produkte anpassen. Hier kennen wir aufgrund unserer Erfahrung 150 Jahre die Grenzen, die Möglichkeiten und sind da extrem gestalterisch tätig. Das heißt im Umkehrschluss, kaufen nicht einfach eine Flechtmaschine und lassen die laufen, um Meter zu produzieren. Nee, da steckt viel mehr dahinter. Das ist wirklich Kunsthandwerk, wo es darum geht, ja, das Beste aus der Maschine in Kombination mit dem Produkt rauszuholen. Die Qualität unserer Produkte stellen wir sicher durch ein Labor, in dem wir aus der Produktion Chargen ziehen und eigentlich eine kontinuierliche Produktionsüberwachung haben. Zusätzlich haben wir bei uns im letzten Jahr eingeführt, dass jeder Produktionsschritt EDV-technisch rückverfolgbar ist. Somit kann man eigentlich jedes Produkt rückverfolgen in den einzelnen Produktionsschritt. Das Besondere in unserer Konfektion ist, dass man immer noch per Hand, also total konservativ, wirklich jedes Seil, jeden Meter, den wir hier am Standort produzieren, durch eine Hand laufen lassen und somit die höchste Qualität sicherstellen. Das ist ein Prozess, den wir auch nicht an Maschinen übergeben wollen, weil das was Taktiles ist, wo der Mensch eigentlich viel mehr kann als Maschinen und wir dadurch auch die höheren Kosten in Kauf nehmen, um diese Qualitätsüberwachung am Schluss des Produktes nochmal zu vollziehen. Besonders wichtig ist mir, dass wir mit all unserem Handeln und Tun, mit den Produkten, die wir entwickeln, Alleinstellungsmerkmale schaffen, um am Markt eine spezielle Position zu haben. Und dies gelingt uns nur, indem wir halt mit Liebe, Faszination, Authentizität an den Produkten arbeiten und ja, authentisch hinter dem stehen, was wir tun.